Hallo Leute, da bin ich wieder zurück. Ich habe gerade eine ganz kleine Aufstehpause gemacht, weil die Flocke in der Tür stand. Und sie wurde wieder frisch frisiert und das wollte sie mir natürlich zeigen, dass sie ein kleiner Nackedei ist. Okay, und dann gucken wir uns nun wieder unseren Fall von Jenny an. Galeriegegenstand. Achso, okay. Ich war jetzt bei Bibliotheksgegenstand. Vorhangklettern? Ach du Heilige. Okay. Jenny could hear police sirens in the distance. Someone must have tipped them off. I'll catch the murderer and keep him busy until the cops arrive. Chasing after murderers was hardly the job of a little girl. Hey you! Stop! Despite surviving her fall without so much as a broken bone, Jenny couldn't help but feel she had failed. As the sirens grew louder, she knew it would only be a matter of time before the sheriff arrived. And then she'd have to explain why she hadn't called for help. But the worst feeling of all was that she had let the killer escape. As she drifted slowly into unconsciousness, Jenny heard a familiar voice. Concerned, gentle, soothing. Jenny? Oh, Jenny, what have you done? Mom? Freeze! You're under arrest! What have I done? I killed him! This is all wrong. Murder in Arthurton? This is not an appropriate story for Jenny LeClue. Poor Dean Stroudsbury. What was I thinking? I've gone too far. Perhaps I should take a break. Come on, Rufus. Let's go for a walk. Clear our heads and work off some of this jam. Okay. Brief an Finkelstein-Entwurf. Ich bin es wieder, Arthur K. Finkelstein. Und hier sind wir bei Buch 38 der Jenny LeClue. Ach, das, was wir schon gelesen haben. Ja, genau, das hatten wir schon. Das brauchen wir also nicht nochmal. Das ist das, was wir gerade vorgelesen bekommen haben. Oh, nein! Oh nein, ich konnte den Tisch nicht weiter untersuchen. Ich wusste nicht, dass das passiert. Okay. Was ist das? Ach, Buchstaben. Why were you there? I told you I was looking for Mom. Why? We were going to grade papers. When do I get to see her? Did you disturb the crime scene? Was sagen wir jetzt? Wenn wir jetzt die Wahrheit sagen, haben wir Scheiße gebaut und
Schieben den Verdacht auch noch auf unsere Mutter zusätzlich. Wenn wir lügen, könnten wir damit die Investigation... Also es kommt ja auch nur drauf an, was unsere Mutter sagt, was passiert ist, wisst ihr? Sie muss ja irgendeine Aussage treffen. Weil sie ja auch eine Verdächtige ist, weil sie sich mit ihm getroffen hat. Das ist eine schwere Entscheidung, Leute. Ich hab Angst, wenn ich jetzt Lüge wähle und sage, nee, ich habe gar nichts verändert. Und unsere Mutter hat irgendwas erzählt, was zu dieser Geschichte passt, dass er ihren Ausweis in der Hand hat, wisst ihr? Ich sag die Wahrheit. He could have been injured. I was just trying to help. I want to speak to my mom. Okay, ich kann mich bewegen. Der kommt doch hier mit Sicherheit auch gleich wieder rein. Doch nicht. Oh nein, Keith. Keith! Please, look at me. Der hat gerade ganz andere Sorgen. Keith, wait! Armer Junge, jetzt hat er niemanden mehr. Das war kein Unfall. Kann nicht glauben, dass sie hier ist. Er ist ganz allein Mörderin. Das war Rache. Schuldig. Sie ist schuldig. Schiefgegangene Affäre. Sie wollte seine Stelle. Waren sie zusammen? Sie ist schuldig. Sieht man in ihren Augen. Nein! Einrastfunktion? Warum? Wartet. Sorry, ich gehe wieder rein. Okay. Das reine böse Mörderin. Ich habe nur D und die Shift-Taste gedrückt, damit sie rennt. Was ist das? Ist das eine Brille? Sind das die Schattenmänner, von denen er gesprochen hat? Also CJ? Ach, warte mal, da ist ein Zeitungsartikel oben drauf. Hier auch, oder wie? Ein Ausschnitt aus der Zeitung und dann drunter ist ein Körper einfach nur. Ist das unser Vater? Okay. Und wir gucken, ob wir noch ein paar Leute finden. Ne, hier ist nichts. Okay.
Was zur Hölle? Ich mach schon, ich renn schon, es geht nicht. What a horrible nightmare. Dean Stroudsbury was dead. My mom was in jail. Keith told me he never wanted to see me again. And worst of all, I was surrounded by an evil army of giant teddy bears. Unfortunately, it was all true, including the teddy bears. My eyes! There's something wrong with them! Everything's pink. But her eyes were fine. It was the room that was pink. Pink cuddly toys. Pink furniture. Pink clothes. And a hand-drawn homage to teenage heartthrob Pelvis Cressley. Covered in pink hearts. Everything a teenage girl could dream of. It looks like a marshmallow exploded. It was at this point Jenny remembered where she was. I shouldn't be here. What happened? And what is that terrible music? I can't think straight with that racket playing. These aren't my clothes. And where's my journal? That wasn't the only thing missing. The Dean's ring. It was in my pocket. Kann sein, dass wir bei unserer Cousine sind? Wir sollten doch am Wochenende bei der Cousine sein, oder nicht? Was für ein gigantisches Zimmer. Nee, zur Tür raus will ich noch gar nicht. Was für ein geiles, riesiges, gigantisches Zimmer, oder? Schreckliche Musik beenden. You're the fan that I love. You're Okay. the fan that I love. Ah yes, the eagerly awaited follow-up to the smash hit. Even though I'm a big star and you're just a fan, perhaps someday we could be together. Ugh, who buys this crap? Ist irgendwo noch ein Dings drauf? Ein Sticker oder so? Nee, ne? Okay. Gut, dann... Huh? Huh? Hush whispers in the Flüsterstimmen. hallway? I should investigate. Wartet, erst gucken, ob hier hinten noch was ist, aber ist nicht. Ich kann auch nicht rennen hier drin gerade. Guck mal, die haben hier auch diese komischen Kristalllampendinger wie in der Bibliothek. Kann ich nicht irgendwie zuhören? Muss ich die Tür öffnen? It's locked from the outside. Who would trap a child in this nightmarish hellscape? Jenny peeped through the tiny keyhole. As her eyes adjusted to the light, she recognized the substantial frame of Winston LeClue, Arthurton's long-standing sheriff, and Jenny's. Granddad! Jenny's relationship with her grandfather was contentious, to say the least. He was a stern and humorless man who placed honor, tradition, and the law above all else. Sometimes even family. But what was he doing here? And who is he talking to? Florence and Richard Glatz were the wealthiest couple in town, and hugely influential. Their company, Glatz Mining and Supply Corps, was the oldest in Arthurton. While Richard may have been the head of the business, everyone knew that Florence wore the pants. Exceptionally charming and generous, she always had a smile on her face. Which is why I don't trust her one bit. Being careful not to make a sound, Jenny leaned in and listened. With everything going on, I don't have time to watch her. It's no trouble at all, really, Winston. She can stay for as long as she likes. The girls are great friends.
I only hope she feels better soon. That was quite the scene she made at the funeral. She should have left the boy alone. Really, Winston, this whole situation must be unbearably traumatic for the poor girl. Her mother in jail, and what she saw in the library. One shudders at the thought. And all this barely a year after what happened to Henry. She'll be fine. Just keep an eye on her. She can be a real handful. Oh, don't worry, I've planned everything. Pony rides, afternoon tea, and tomorrow we're going dress shopping. Oh, that reminds me. I have something for you. Dress shopping? First they locked me up, now they want to torture me? I need to get out of here. Fast. But her curiosity was piqued. She had to know what Mrs. Glatz had gone to fetch, and so she waited. Okay, Hinweise finden. Nathaniel Glatz stared disapprovingly back at Jenny. Creepy old man. Actually, this was the man who saved Arthurton. When the quartz mines began to run dry, it was his research into the unique properties of the crystals that secured the future prosperity of the town and the company. Okay, ich habe gedacht, das ist Strawberry, weil die Silhouette die gleiche wie bei der Strawberry Galerie ist. The duty of sheriff had been Winston's birthright, passed from father to son for generations. Of course, that tradition would now end with him, but he preferred not to think about that. Okay, also ist das der Vater unseres Vaters. Hier unten ist ein Sticker. Hier unten sind Scherben auf dem Boden. When Thaddeus T. Pumberbitten discovered the first quartz seam lining the Great Mountains, little did he know the impact it would have on the future of the town. Little did he know the Glatz family would muscle in and take over the whole operation. Nowadays, it was hard to go anywhere in town without seeing something made from it. Huh? Where did he go? Winston, what are you doing down there? Thought I heard something. Really? A man of your age spying on teenage girls? I've told you already, she won't be going anywhere. It was probably just Jenny's imagination, but those words felt oddly sinister. Here. Why does Mrs. Glatz have official police documents? Satisfied? How is Julie? She's in the safest place, behind bars. Surely they don't believe she's guilty. I don't envy you, Winston. It must be hard to stay impartial. If the poor dear would just confess, it would make things much easier. I have everything under control. Of course you do, dear. No one doubts your loyalty to Arthurton. We must continue to look out for each other, now more than ever. Sheriff, are you receiving? Go ahead. It's the Leclue house, sir. We found something. I'll be right there. Over. It sounds like you've got important things to take care of. Yes. Well, good night, Florence. Good night, Winston. Don't let her out of your sight. She is a Leclue, after all. I'm sure we'll manage. Jenny couldn't believe what she'd just heard. Everyone thinks my mom's a murderer. Thankfully, her mother's fate was in safe hands. The fine people of the Arthurton Police Department. Oh, God. She's gonna rot in jail. Jenny could leave the case to them and enjoy a fun week of pony rides and shopping sprees. No. No? Mom always says a great detective leaves nothing to chance. I have to do something. But she was just a kid. What could she possibly do? This is my chance. The case of a lifetime. My mom needs me, and I won't let her down. I'm gonna find my stuff and get out of here. And just like that, a great adventure began.
Genau, liebe Leute. Und bevor dieses große Adventure beginnt, habe ich schon wieder auf die Uhr geguckt und wir sind bei 20 Minuten drüber getreten. Ich bin super gespannt, wie das Ganze weitergeht. Das scheint ja eine riesengroße Verschwörung der Stadt insgesamt zu sein. Vielleicht soll es aber auch nur so aussehen, dass wir es quasi gerade übertrieben wahrnehmen als Kind. Ich bin gespannt. Wir müssen wahrscheinlich erstmal auch Keith davon überzeugen. Hier Florence, wie auch immer, hat ja gesagt, wir hätten, also Jenny hätte eine Riesenszene bei der Beerdigung gemacht. Ich meine, wir haben ja so einen Ausschnittweise davon gesehen, als wir über das Newspaper, über die Zeilen da entsprechend gerannt sind und Keith hinterher und immer wieder gerufen haben und so weiter. Aber selbst das wäre ja nicht eine Riesenszene, sondern, ja, weiß ich nicht, wenn wir wirklich seine beste Freundin sind, hätten wir ihm vielleicht auch einfach beistehen wollen bei dieser schwierigen Situation. Oder? Ich meine, er wird ja, als uns das vor einem Jahr passiert ist, so ähnlich zumindest, wird er uns ja auch beigestanden haben. Oder ich interpretiere einfach viel zu viel hinein. Das kann natürlich auch sein. Liebe Leute, wir machen an der Stelle auf jeden Fall erstmal eine kleine Aufnahmepause und legen beim nächsten Mal wieder los. Also, bis übermorgen mit Jenny LeClue. Bis dann. Tschüss.